Hallo liebe Zuschauer, wir haben das Jahr 2021 jetzt und ich habe eine neue Kostenliste aufgestellt, was so das Leben hier in Thailand kosten könnte. Für jeden ist das unterschiedlich, es ist auch von der Region unterschiedlich. Hier im Süden, in Koh Samui, ist also die Lebensunterhaltskosten sind relativ hoch. Wenn ich das so höre, was oben im Norden, Isan, ausgegeben wird pro Monat, also stört euch nicht dran. Das ist also nur, ja, alles was grün ist, die Felder, da könnt ihr sowieso eure Kosten reinbringen, die ihr denkt, die auf euch zukommen. Hier sind so meine Kosten reingebracht, damit ihr mal ja, so einen Anhaltspunkt habt, was so gewisse Dinge kosten hier. So, jetzt gehen wir mal direkt an den Computer und dann zeige ich euch das. Ja, das Ziel ist eigentlich, damit ihr mal einen Überblick bekommt, was kann ich mir mit der Rente leisten. Oh, ist einmal, die einen haben ja Rente und auch noch andere Einkünfte, die aber nicht angerechnet werden bei der Immigration. Ihr wisst ja, man muss 800.000 Baht nachweisen, entweder als Rente oder als Guthaben auf dem Konto oder ein Mix. Das gilt auch für Verheiratete. Also da braucht ihr nur einmal 800.000 vorzuweisen. So, jetzt gehen wir gleich mal zur Excel-Liste rüber. Hier seht ihr die Excel-Liste. Ihr braucht keine Angst zu haben, ihr braucht keine Formeln einzutragen. Das habe ich schon alles für euch gemacht. Ihr seht ja die grünen Felder. In den grünen Feldern könnt ihr eure Kosten eintragen, die ihr ermittelt habt. Und so, dann gehen wir mal hin. Was ganz wichtig ist, das sehen wir hier oben, das ist der Wechselkurs. Und bitte rechnet auch rückwärts, das machen wir nachher auch mal, wenn wir mal einen schlechten Wechselkurs haben. Wir hatten ja vor gut 1,5 Jahren, hatten wir ja mal 32,6 hatten wir hier gehabt. Das war die Hölle. Also da hat man nicht mal viel für den Euro bekommen. So, das ist also ein wichtiger Punkt, dass ihr den hier eintragt. Im Moment ist, glaube ich, 36 Baht bekommt man für 1 Euro. So, und jetzt sehen wir mal, scrollen runter. Und hier unten, das ist die Rente. Da könnt ihr eure Rente eintragen. Und das ist der Betrag, den ihr nachher bei der Immigration nachweisen könnt. Ihr bekommt ja von eurer Rentenanstalt so ein Schreiben, wie viel ihr an Rente bekommt. Und wenn ihr später hier in Thailand seid, dann schickt ihr dieses Schreiben dann zum Honorarkonsul und der beglaubigt das dann und stempelt drauf und dann übersetzt das auch in Thai. Und nur dieses Schreiben geht nachher zur Immigration. Das nur nebenbei. Also wir haben hier 2 Punkte, Wechselkurs und die Rente. So, dann scrollen wir mal nach oben. Also, ich habe hier oben Ausgabe als Paar mit einer Thai-Frau, aber kann auch ein Farang sein. Mit einer Thai-Frau ist nachher nur hier unten das wichtig. Da braucht man nämlich keine 800.000, sondern nur 400.000 muss man nachweisen. Gut, gehen wir nochmal nach oben. Also fürs Essen. Also beim Essen dürft ihr hier in Thailand bei den Frauen gar nicht sparen. Wenn man da ein bisschen anfängt zu geizen, dann ist man unten durch. Das Leben besteht eigentlich nur immer Essen, Essen. Hast du schon gegessen? Und daher bin ich da auch sehr großzügig, finde ich. Also hier oben habe ich beim Shopping Center, wir gehen ungefähr 4-mal im Monat einkaufen und das ist immer so um die 1800, kann auch schon mal 2000 Baht sein. Das entspricht, also hier könnt ihr das so eintragen, hier, das ist also frei. Und hier ist eine Formel drin. Ne? Überall, wo es weiß ist, nichts machen, da ist eine Formel drin. So, 1800, das sind dann 7200. Und ihr seht, mein Kopfhörer, hier rechts denn auch gleich den Gegenwert in Euro, damit ihr, gerade wenn ihr frisch von Deutschland kommt oder vom deutschsprachigen Bereich, damit ihr seht, wie viel ist das denn eigentlich. So, und wir gehen so circa 15 Mal im Monat auch essen zusammen. Das sind etwa für uns beide zusammen 250 Baht, also hier 3750. So, das ist also das, was man so beim Essen ausgibt.
Hier im Süden ist es teurer als zum Beispiel im Isan. Da sind ja auch sehr viele Selbstversorger. Also da können erhebliche Unterschiede da sein. He? So, dann hat man einen Roller oder mehrere Roller. Hier habe ich also nur einen Roller angegeben. Ich bezahle rund 900 Baht im Jahr an Steuer und Versicherung. Das sind etwa 75 Baht pro Monat. Und ich gehe rund 4-mal im Monat auch tanken. Ich habe eine Forza 300, also eine PCX ist glaube ich bei 750. Also die ist ein bisschen teurer. Ja, und dann gehe ich 4-mal tanken für 200 Baht, das sind 800 Baht. Und dann habe ich so ungefähr Inspektion, das heißt also auch mal einen neuen Reifen vorne, hinten und was da alles so anfällt. Das ist so im Monat, habe ich festgestellt, so um die 250 Baht. So, das sind also die Kosten für den Roller. Ich habe auch noch ein Auto, ist zwar ein altes Auto, aber es läuft. So, da bezahle ich 3000 Baht an Steuer und Versicherung, weil der über 10 Jahre alt ist. Der ist mittlerweile schon 20 Jahre. Ich verlinke mal, ich habe nämlich mal einen Film darüber gemacht, wie die Autoversicherung, wie sie sich aufgliedert. Also wenn ihr genügend Geld habt, 1 Million oder mehr, und ihr kauft euch ein neues Auto, ein SUV, wird also sehr viel hier gefahren, da müsst ihr um die 15.000 Baht rechnen. Da könnt ihr also hier 15.000 Baht eintragen. Ja, und mit dem Sprit, ich gebe so rund 2000 Baht aus, 2-mal im Monat. Ich fahre lieber mit dem Roller, ich finde das eben angenehmer. Das ist also jedem überlassen, wie viel er an Benzin ausgibt. Ja, auch mit der Inspektion, da habe ich jetzt mal nichts eingetragen. Wenn ihr ein ganz neues Auto habt, dann sind die Kosten natürlich geringer. Ich hatte jetzt gerade noch eine Generalüberholung vom Motor komplett auseinandergenommen, alles neu für 31.000 Baht. Kann ich auch mal hier verlinken. Da habe ich einen Film zugemacht. Ja, da sind wir mit dem Auto fertig. Dann hat man ja auch noch Sonderausgaben, Kleidung und was so anfällt. Da habe ich mal 2000 Baht angesetzt. Und dann kommt Gesundheit, 500 Baht. Ihr habt zwar eine Versicherung und auch eure Freundin oder eure Frau, aber ihr müsst damit rechnen, ambulante Dinge werden also nicht bezahlt. Wenn man also jetzt zum Beispiel zum Zahnarzt geht, so eine Blombe kostet so 1000 Baht, dann hat man ja noch seine Medikamente als alter Mensch. Da Cholesterintabletten habe ich jetzt vorgestern noch gekauft, so eine ganze Packung, das war für 400 Baht. Also im Mittel ist das so um die 500 Baht, die ich da jeden Monat reserviere. So, dann haben wir natürlich die richtige Krankenkasse. Ich habe die Pacific Cross mit meinem Alter 66 bezahle ich knapp 100.000 im Jahr da. Das sind also 8.100 Baht. Also wie gesagt, da sind keine ambulanten Sachen drin, die muss man selber bezahlen. So, ne, da hatte ich mich also hier vertan. Die 500 ist also für normale Gesundheit, wenn man also mal zum Arzt geht und bla bla bla. Und die Tabletten, man hat ja auch Tabletten, wie ich schon gesagt habe, da habe ich rund 400 Baht angesetzt im Monat. Ja, und dann, wenn man sich eine Putzfrau leisten möchte, da bezahlt man pro Reinigung etwa 500 Baht. Dann ist die aber auch hier 3-4 Stunden am Putzen, aber richtig. Ja, und hier zur Putzfrau, da bezahle ich normalerweise 500 Baht, die kann ich auch eintragen. Die junge Frau, die hat nämlich keine Arbeit und die ist dann glücklich, wenn sie im Monat ihre 2000 Baht bekommt. So habe ich auch einen Gärtner. Ich habe also hier ein großes Grundstück, also bestimmt 3000 Quadratmeter ist mein, ich will nicht sagen Rasen, meine Wiese, und das wird immer kurz geschnitten und wie ihr seht, alle 3 Wochen kommt der und da bezahle ich 400 Baht für. Ja, dann hat man ja noch ein Handy, da sind die Betriebskosten also um die 500 Baht, das ist aber unterschiedlich, welchen Vertrag man hat. Ja, und dann kommt der große Faktor Miete Haus.
Also bei 8000 Baht fängt es also hier an, dass man eine vernünftige Wohnung hat. Wenn man natürlich jetzt oben im Isan wohnt, da kann es wesentlich billiger sein, vor allen Dingen, wenn man im Familienverbund da irgendwo wohnt. Aber hier, ich bezahle 17.000, weil ich hier eine fantastische Aussicht habe. Also normalerweise würde dieses Haus hier für 12.000 Baht Miete würde das kosten. Und die 5.000 bezahle ich für die Aussicht, das gebe ich aber gerne aus. Es ist fantastisch hier jeden Morgen das Meer zu sehen und die Inseln, die da hinten, Koh Phangan. Also ich bezahle 17.000. Dann investiere ich ja schon mal was, wenn mal eine Lampe kaputt geht oder andere Dinge, da belästige ich nicht meinen Vermieter. Da habe ich mal so 2.000 Baht angerechnet. So, und Internet, ich habe über 500 Megabyte, manchmal auch 800 Megabyte pro Sekunde Up- and Download, Glasfaser, und da bezahle ich 1183 Baht. Ich bezahle das im Jahr, das kann man auch im Monat bezahlen. Dann habe ich hier mal einkalkuliert 2000 Baht für Urlaub. Und jetzt kommen die Sonderkosten Freundin. Ja, hier, das ist ein Punkt, das hängt jetzt ganz davon ab, ob ihr eure Freundin zu Hause haben wollt, wenn ihr es euch leisten könnt, oder ob sie eben halt arbeitet. Ich habe jetzt mal hier 10.000 angerechnet, also das ist relativ unterschiedlich. Also wenn man die Freundin gerne zu Hause haben möchte, dann muss man mindestens 10.000, 15.000 Baht hier einsetzen, weil sie ja etwa die Hälfte davon an ihren Eltern abgibt. Das muss man also berücksichtigen. So, und dann, wenn ihr schon eine Freundin habt, habt ihr auch hundertprozentig, kann man sagen, auch ein Kind oder mehrere Kinder. Bei mir ist es so, ich habe jetzt die kompletten Schulkosten übernommen. Das würde ich an eurer Stelle auch machen, damit ihr eine bessere, wie soll ich sagen, Integration in eure Partnerschaft habt. Ich habe also auch lange Zeit das abgedrängt und habe gesagt, ich bezahle nichts für die Familie. Das war aber falsch von mir. Wenn ihr eine Freundin habt, die ein Kind hat, dann gehört auch dieses Kind zur Mutter und auch die Kosten müsst ihr da übernehmen. Also dann sieht das also sehr schlecht aus. Also so eine Schulkosten, der ist jetzt 8 Jahre alt, ist für ein Jahr 10.500 Baht, da ist dann alles drin, die werden hier abgeholt von zu Hause mit dem Bus, die Schulkosten, ich glaube auch die Uniform ist da drin, das müsst ihr einkalkulieren. Hier könnt ihr eben halt, hier wo die 1 ist, das könnt ihr dann auch 4 Kinder, zack, und dann wird das gleich hochgerechnet. Ja. Bei mir ist es also nur 1, sie hat zwar 2 Kinder, aber der ist schon 20 Jahre. Und der muss für sich selber sorgen. Dann habe ich eine Krankenversicherung abgeschlossen. Ihr seht den enormen Unterschied in den Kosten. Das liegt daran, da die Ärzte sind eigentlich hier auf unserer Insel alle gleich, die rotieren auch. Aber ich lege Wert darauf, dass ich englisch sprechende Ärzte habe, oder in einem Krankenhaus ist so ja eine Volontärin, eine Deutsche, dass mir jemand erklärt, was ist denn mit mir. Und dieser ganze Mehraufwand, der da ist, bekostet ja auch was. Die 15.000 bei meiner Freundin ist also mehr, dass sie ein Einzelzimmer hat. Ich habe also schon mal jemanden kennengelernt, die war im Krankenhaus und dann lag die mit 36 Personen zusammen. Die Krankenschwestern hatten keine Zeit, praktisch nach dem Patienten zu gucken. Und da lagen immer Familienangehörige neben den Betten, die haben denen zu trinken gegeben oder wenn sie Pipi machen mussten oder die haben sich dann darum gekümmert. Und da habe ich mir gedacht, nein, ich will schon eine optimale Verpflegung haben für sie.
und das kostet im Jahr eben halt 15.000. Das sind 35 Euro sind das im Monat. Also das sollte euch die Freundin wert sein. Und auch wenn Spezialdinge da sein sollten, habt ihr also da nicht die Sorgen, dass ihr das nicht bezahlen könnt. Aber dazu habe ich auch einen Film gemacht, könnt ihr euch mal angucken. Das ist also hier, ich arbeite sehr eng zusammen mit der JIP von der Allianz. Die hat auch andere Versicherungen. Und da könnt ihr euch mal die Filme angucken, was da so abgesichert ist. So, dann gehen wir weiter runter. Ihr habt vielleicht auch ein Hobby. Da könnt ihr euren Betrag einsetzen. Dann haben wir die Fixkosten, Aufenthaltsgenehmigung hier, das ist ungefähr 3000 Baht. Oder man lässt es machen, das Ganze, kann es auch 10.000 Baht kosten. Ich mache es selber, ich kann hier mal auch verlinken, da habe ich also mal einen Film drüber gemacht, was man alles vorlegen muss, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Hier in Samui, da muss man ja auch aufpassen, weil das immer unterschiedlich ist zu der Immigration. So, und dann habe ich Netflix TV-Kino hier, da bezahle ich 500 Baht für. So, wie gesagt, alles was grün ist, das sind eure variablen Kosten, die könnt ihr da eintragen und dann seht ihr hier unten die kompletten Ausgaben und die Rente. So, dieser Betrag, hier die 1.800 Euro, werden gleich umgerechnet in Baht und hier stehen sie nochmal in Euro und hier stehen auch Euro. Und dann seht ihr dann sofort, wie viel hier unten noch übrig bleibt. 33,80 Euro, wenn ihr 1.800 Euro Rente habt. So, und hier nochmal zu den Kosten mit den 800.000, nochmal kurz erklärt, das ist eine Nicht-Thai-Frau. Also wenn ihr eure Ehefrau von Deutschland mitbringt, dann müsst ihr also einen Nachweis bringen in Rente oder Cash oder irgendwie 800.000 müsst ihr nachweisen. Wenn ihr eine Rente habt von 1.851 Rente, dann braucht ihr das nicht. Das ist ja der Gegenwert, die 800.000. So, und wenn ihr das nicht habt, hier zum Beispiel, hier ist ja eine Differenz, 51 Euro sind hier zu wenig zu dieser Rente, dann habt ihr ja nur 21.600 Baht im Jahr Rente und wir sehen ja hier 22 und alles Zweier, die kommen von hier oben und wenn ihr die Rente im Jahr hier unten, die Differenz sind 622 Euro fehlen euch. Jetzt können wir zum Beispiel mal ein bisschen rumrechnen. Ja, setzen wir mal hier 1500, dann klappt das natürlich nicht mit den Kosten. Da sind wir nämlich hier in den Miesen bei 266 Euro. Aber nur um das mal hier klar zu machen, dann müsst ihr 4.222 Euro oder 152.000 Baht müsst ihr auf einem Konto haben. Und das muss 3 Monate davor und am besten auch 3 Monate danach da drauf sein. Danach könnt ihr das frei darüber verfügen. Das ist also die Differenz von eurer Rente zu den 800.000. So, hier. Also hier könnt ihr also wunderbar mitspielen. Wenn er gut dasteht mit 1.900 zum Beispiel, dann seht ihr, dann habt ihr etwa 133,80 Euro übrig im Monat. So, wenn ihr aber mit einer Thai-Frau verheiratet seid, dann braucht ihr nur einen Geldwert nachzuweisen von 400.000. Das heißt also 925 Euro Rente wäre das, aber ihr müsst mindestens 1.200 Euro Rente nachweisen. Drunter bekommt ihr erst ja kein Visum. Also da seid ihr super drin. Wenn ihr also 1.300 Euro habt, dann könnt ihr auch ein Rentnervisum beantragen. Und hier mit den 400.000 ist das also auch kein Problem. Eure Rente ist so gut, dass ihr also die 400.000 Baht nachweisen könnt. Ja, dann sind wir also durch.
Ich habe dir ja gesagt, in den Jahren zuvor habe ich also meine Excel-Liste auch zur Verfügung gestellt. Tausendfach wurde die denn, also ich glaube 100.000 Mal wurde, nein, 200.000 Mal wurde der Film auch angeklickt und tausendfach bekam ich E-Mails. Ich werde jetzt hier unten auch noch meine E-Mail-Adresse eintragen. Macht nur eine Kopfzeile, Kosten Thailand 2021. Und ihr braucht nichts dabei zu schreiben, nämlich ich hatte davor, also Romane wurde denn geschrieben, wie es den Einzelnen ist, und unten kannst du mir die Tabelle zuschicken. Bei so vielen E-Mails ist das sehr viel Arbeit. Also nur einfach eine Kopfzeile, dass ihr die Liste haben möchtet, und ich schicke das auch kommentarlos euch zurück. Wenn ihr dazu noch Fragen haben solltet, könnt ihr euch gerne melden. Ansonsten, das wär's. Und so könnt ihr auch ganz gut feststellen, ob ihr euch eine Frau leisten könnt. Ob sie jetzt arbeiten muss hier, wie viele Kinder. Und das ist ganz, ganz wichtig, bevor man auf die Suche geht und nachher in eine Kostenfalle reintappt, da die Kosten auf einmal viel höher sind, als was man hat. Das ist also einigen hier schon passiert. Okay? So, tschüss, bis zum nächsten Mal.